Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Was wäre, wenn die harmlosesten Artikel auf Ihrer Einkaufsliste beunruhigende Geheimnisse verbergen würden? Jedes Jahr gelangen über 15 Millionen Pfund künstlicher Lebensmittelfarbstoffe in die Lebensmittel, die wir essen, die Getränke, die wir lieben und sogar in die Produkte, denen wir am meisten vertrauen. Und das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hinter den Hochglanzetiketten und der fröhlichen Werbung verbirgt sich eine Wahrheit, die die meisten von uns nie hinterfragen. Wenn Sie einmal gesehen haben, wie diese Alltagsgegenstände tatsächlich hergestellt werden, werden Sie sie vielleicht nie wieder anfassen wollen. Dies ist Ihr Backstage-Pass in eine Welt voller versteckter Inhaltsstoffe und unbequemer Wahrheiten. 20 schockierende Produkte, bei denen Sie sich zweimal überlegen werden, ob Sie sie jemals wieder kaufen. Die versteckte Gefahr in Dosentomaten. Dosentomaten, ein Küchenheld oder ein verstecktes Risiko? Sie sind ein Lebensretter für vielbeschäftigte Köche. Perfekt, um sie in Sekundenschnelle in Suppen, Eintöpfe oder Soßen zu geben. Aber was, wenn die Gefahr nicht in den Tomaten liegt, sondern in der Dose selbst? Was die meisten Menschen nicht wissen: viele Dosen sind mit einem Kunstharz ausgekleidet. Das BPA oder Bisphenol A enthält eine Chemikalie, die die Frische bewahren soll, aber einen versteckten Preis hat. Vor allem bei säurehaltigen Lebensmitteln wie Tomaten kann diese Verbindung leichter in den Inhalt sickern und direkt in Ihr Essen übergehen. Studien haben die BPA-Belastung mit hormonellen Störungen, Entwicklungsrisiken bei Kindern und sogar mit Fruchtbarkeitsstörungen in Verbindung gebracht. In einer überraschenden CDC-Studie wurden BPA-Spuren im Körper von fast 93% der getesteten Personen entdeckt. Während einige Wissenschaftler die Menge als minimal bezeichnen, bleibt das langfristige Bild unklar und beunruhigend. Die gute Nachricht: es gibt eine einfache Lösung. Entscheiden Sie sich für Tomaten aus dem Glas oder für BPA-freie Verpackungen. Kleine Veränderungen, großer Unterschied. Und wenn Sie mehr von diesen überraschenden Wahrheiten in Ihrer Küche entdecken möchten, sollten Sie dieses Video mögen, es abonnieren und die Benachrichtigungsglocke läuten, denn wir fangen gerade erst an. Der faszinierende Prozess hinter der Worcestershire Sauce. Worcestershire Sauce gehört zu den unverzichtbaren Zutaten in der Küche, die vielen Gerichten, von Marinaden bis hin zu Burgern, einen besonderen Geschmack verleihen. Aber während Sie vielleicht mit ihrem kräftigen Geschmack vertraut sind, ist die Geschichte hinter ihrer Entstehung weniger bekannt. Die berühmteste Version, hergestellt von Leah und Parents, war nicht immer ein Hit. Die ursprüngliche Charge war sogar so schlecht, dass ihre Erfinder, die Chemiker John Lee und William Henry Perrins, sie in ihrem Keller aufgaben. Sie gaben jedoch nicht auf. Ein paar Jahre später entdeckten sie das Gebräu wieder. Und zu ihrer Überraschung hatte es einen unerwartet köstlichen Geschmack entwickelt. Das Geheimnis des komplexen Geschmacks der Worcestershire Sauce liegt in ihrem Alterungsprozess. Zutaten wie Melasse, Malzessig, Knoblauch, rote Zwiebeln, Anchovies und Tamarinde reifen monatelang in Fässern. Der Knoblauch lagert bis zu 18 Monate in Essig, während die roten Zwiebeln fast 10 Monate lang eingelegt werden. Sogar die Sardellen werden gesalzen und 2 Jahre lang gereift, um ihren tiefen Geschmack zu entwickeln. Dieser langwierige Prozess, der seit fast 200 Jahren unverändert geblieben ist, beweist, dass die besten Dinge manchmal wirklich nur mit der Zeit kommen. Wenn Sie also das nächste Mal Worcestershire Sauce verwenden, denken Sie daran, dass sie nicht nur eine schnelle Lösung für den Geschmack ist, sondern ein Produkt von Geduld und Handwerkskunst. Das Arsen im Apfelsaft. Ein Apfel am Tag hält vielleicht den Arzt fern. Aber wussten Sie, dass Ihr Apfelsaft ein unerwartetes Risiko bergen kann? Arsen ist ein natürlich vorkommender Stoff, der in vielen Lebensmitteln, auch in Äpfeln, enthalten ist. Während kleine Mengen im Allgemeinen harmlos sind, können größere Dosen gefährlich sein. Jüngste Berichte geben Anlass zur Besorgnis über das Vorhandensein von Arsen in Apfelsaft, was Sie vielleicht zweimal überlegen lässt, bevor Sie zum nächsten Glas greifen. Dr. Oz hat aufgedeckt, dass einige Apfelsaftmarken bis zu 10 ppb Parts per Billion Arsen enthalten, was technisch gesehen innerhalb der von der FDA festgelegten sicheren Grenzwerte für Trinkwasser liegt. Früher hielt die FDA 23 Teile pro Milliarde für unbedenklich, aber nach weiteren Analysen senkte sie den Grenzwert auf 10 Teile pro Milliarde, um sicherzustellen, dass die Hersteller den Arsengehalt in Grenzen halten. Dieser Grenzwert soll uns zwar schützen, erinnert uns aber auch daran,
dass selbst natürlich hergestellte Lebensmittel manchmal versteckte Gefahren bergen können. Informieren Sie sich, damit Sie sich nicht unnötigen Risiken aussetzen. Was ist wirklich in McDonald's-Burgern? Um die Burger von McDonald's ranken sich seit langem viele Gerüchte. Manche behaupten, dass die Patties bizarre Zutaten wie Würmer oder mysteriöses Fleisch enthalten. Glücklicherweise ist die Wahrheit hinter den Burgern viel direkter und transparenter. Nach Angaben von McDonald's ist ihr Rindfleisch zu 100% reines Rindfleisch. Von seriösen Viehzüchtern in den US, Kanada, Australien und Neuseeland. Sie arbeiten mit Lopez Foods zusammen, einem in Oklahoma ansässigen Lieferanten, der McDonald's seit den 1960er Jahren mit Rindfleisch beliefert. Wenn das Rindfleisch in den McDonald's-Betrieben eintrifft, wird es einer gründlichen Inspektion unterzogen, um sicherzustellen, dass es frei von Knochen ist, bevor es gemahlen und zu Patties geformt wird. Diese Pastetchen werden tiefgefroren, verpackt und an Restaurants in der ganzen Welt verschickt. McDonald's betont, dass seine Burger keine Zusatz-, Konservierungs- oder Füllstoffe enthalten, sondern nur einfaches Rindfleisch, das mit Salz und Pfeffer gewürzt ist. Es ist zwar immer am besten, Fast Food in Maßen zu genießen, aber die Gewissheit, dass McDonald's-Burger aus hochwertigem Rindfleisch hergestellt werden, sollte Sie beruhigen, wenn Sie das nächste Mal einen Big Mac essen. Die überraschende Wahrheit über Pringles. Pringles sehen vielleicht aus wie die perfekten, knusprigen Kartoffelchips, aber wenn man eine Dose öffnet, ist das, was man isst. Nicht ganz das, was man erwartet. Pringles werden nicht aus ganzen Kartoffeln hergestellt. Stattdessen werden sie aus einer Mischung aus Reis, Weizen, Mais und Kartoffelflocken hergestellt. Diese Mischung wird zu einem Brei verarbeitet, in Blätter gepresst und in die typische Form geschnitten, bevor sie frittiert und gewürzt werden. Der Grund, warum Pringles nicht in die typische Kategorie der Kartoffelchips fällt, ist der geringe Kartoffelanteil, mit dem das Unternehmen höhere Steuern auf Genussmittel vermeiden konnte. Sie werden frittiert, getrocknet und mit pulverförmigen Aromastoffen überzogen und sind damit weit entfernt von den einfachen, rusticalen Chips, die Sie sich vielleicht vorstellen. Aber es gibt noch mehr zu bedenken. Wie viele verarbeitete Lebensmittel enthalten auch Pringles Acrylamid, eine Chemikalie, die sich beim Kochen von Kohlenhydraten bei hohen Temperaturen bildet. Diese Substanz wird mit potenziellen Gesundheitsrisiken in Verbindung gebracht. Das sollten Sie also bedenken, wenn Sie Ihre nächste Dose Pringles genießen. Die versteckte Zutat in Jelly Beans. Gelee-Bohnen sind eine bunte Leckerei, die die meisten von uns gerne naschen. Aber haben Sie sich jemals gefragt, warum sie so glänzend sind? Der glänzende Überzug könnte von einer unerwarteten Quelle stammen, von Wanzen, insbesondere Shellac, ein Harz, das von der weiblichen Baumwanze nach dem Verzehr von Baumsaft abgesondert wird, verleiht den Jellybeans ihren typischen Glanz. Diese in Thailand beheimateten Insekten scheiden das Harz aus, das dann zu Flocken verarbeitet und in Ethanol aufgelöst wird. Diese Lösung wird dann auf die Jellybeans aufgetragen, damit sie ihr glänzendes Äußeres erhalten. Aber es bleibt nicht bei den Gelee-Bohnen. Shellac wird auch bei Äpfeln verwendet, um ihnen eine glänzende Oberfläche zu verleihen, und findet sich sogar in Non-Food-Produkten wie Möbelpolitur und Bodenbehandlungen. Für Vegetarier und Veganer mag dies eine Überraschung sein, denn Shellac ist ein tierisches Nebenprodukt. Es wird auf den Etiketten der Inhaltsstoffe oft als E904 aufgeführt. Wenn Sie also versuchen, tierische Inhaltsstoffe zu vermeiden, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, was Ihren Gelee-Bohnen wirklich dieses glänzende Aussehen verleiht. Die unwahrscheinliche Zutat in Kaugummi. Kaugummi ist für viele eine beliebte Leckerei. Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was eigentlich in Ihrem Kaugummi enthalten sein könnte? Ein überraschender Inhaltsstoff, der enthalten sein könnte, ist Lanolin, ein wachsartiges Sekret aus den Talgdrüsen von Schafen. Diese Substanz, die dazu beiträgt, dass Schafwolle wasserdicht bleibt, wird manchmal verwendet, um Kaugummi seine Kaukraft zu verleihen. Es mag seltsam klingen, aber Lanolin ist ein häufiger Bestandteil sowohl von Hautpflegeprodukten als auch von Kaugummi. Aber Lanolin ist nicht die einzige überraschende Zutat in Kaugummi. Die Kaugummibasis selbst kann aus verschiedenen Materialien bestehen, darunter Latexsaft des Sapodilla-Baums oder synthetische Materialien wie Polyethylen. Zusammen mit Süßstoffen und Aromen verleihen diese Zutaten dem Kaugummi seine vertraute Konsistenz und seinen Geschmack. Für diejenigen, die natürliche Produkte bevorzugen, könnte dies ein wenig beunruhigend sein.
Trotzdem geht es beim Kaugummikauen nicht nur um den Geschmack. Er kann auch einen funktionellen Nutzen haben. Einige Kaugummis sollen die Zahngesundheit fördern, Nährstoffe liefern oder sogar bei der Raucherentwöhnung helfen. Auch wenn Kaugummi einige überraschende Inhaltsstoffe enthält, ist das nicht nur eine schlechte Nachricht. Die dunkle Seite der Diamanten. Diamanten, zeitlos, strahlend und oft als das ultimative Symbol der Liebe angesehen. Doch hinter ihrem Glanz verbirgt sich auch eine Geschichte, die nicht jeder kennt. Während Diamanten uns mit ihrer Schönheit blenden, ist der Weg, den sie bis zu unseren Fingern nehmen, nicht immer so makellos. Einige Steine stammen aus Regionen, die mit großen Herausforderungen konfrontiert sind, wo die Abbaubedingungen hart sind und die Kontrolle eingeschränkt sein kann. In einigen Fällen wurden die Gewinne aus diesen Edelsteinen mit regionaler Instabilität in Verbindung gebracht, was Bedenken hinsichtlich der allgemeinen Auswirkungen unserer Luxusentscheidungen weckt. Im Laufe der Jahre wurden weltweit Anstrengungen unternommen, um die Transparenz im Diamantenhandel zu verbessern. Es sind Zertifizierungssysteme entstanden und viele Marken werben nun für Steine aus ethischen Quellen. Dennoch ist die genaue Verfolgung des Weges eines natürlichen Diamanten von der Mine bis zum Markt nach wie vor eine komplizierte Aufgabe, selbst für die wohlmeinendsten Unternehmen. Aber es gibt eine gute Nachricht. Die Technologie bietet eine brillante Lösung. Im Labor gezüchtete Diamanten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern auch wegen der Sicherheit, die sie bieten. Diese Edelsteine, die unter sorgfältig kontrollierten Bedingungen gezüchtet werden, sind in ihrem Glanz und ihrer Stärke praktisch identisch mit geförderten Diamanten, jedoch ohne dieselben Unwägbarkeiten. Am Ende sollte die Liebe hell und klar leuchten. Und manchmal ist die schönste Wahl diejenige, die ihre Werte genauso zum Strahlen bringt wie den Stein. Der Preis der Seide. Seide gilt seit langem als Symbol für Luxus, denn ihre Geschmeidigkeit und Eleganz wird von den meisten anderen Stoffen nicht übertroffen. Allerdings ist der Prozess der Herstellung dieses edlen Materials nicht so glamourös wie das Endergebnis. Seide wird von Seidenraupen produziert, die ihre schützenden Kokons aus einer klebrigen Substanz namens Sericin spinnen, einem Protein in Kombination mit Fibrin. Diese winzigen Lebewesen arbeiten unermüdlich, um ihr Zuhause zu schaffen. Aber die Gewinnung der Seide endet normalerweise mit ihrem Tod. Um die Seidenfäden zu gewinnen, werden die Kokons gekocht oder die darin befindlichen Seidenraupen gedämpft. Um nur 1 Pfund Rohseide zu produzieren, sind erstaunliche 2500 Seidenraupen erforderlich, was den arbeitsintensiven Charakter des Prozesses verdeutlicht. Der daraus entstehende Stoff ist zwar schön und weich, doch die ethischen Auswirkungen der Seidenproduktion sind erheblich. Einige Hersteller bieten Alternativen an, wie Seed, Erbsenseide, bei der die Würmer auf natürliche Weise aus ihren Kokons schlüpfen. Aber die traditionelle Seide ist immer noch die am meisten verwendete. Wenn Sie das nächste Mal den Glanz von Seide bewundern, denken Sie an die Leben, die für ihre Herstellung geopfert werden. Entenfedern in Desserts. Wenn Sie in einen warmen McDonald's-Apfelkuchen beißen, erwarten Sie vielleicht nichts Ungewöhnliches in der Zutatenliste, aber eine weniger bekannte Komponente, die bei der Herstellung von McDonald's-Backwaren verwendet wird, könnte Sie überraschen. L-Cystein. Dieser Teigkonditionierer trägt zu einer perfekten Textur bei. Und obwohl er im Allgemeinen unbedenklich ist, kann seine Quelle beunruhigend sein. L-Cystein kann aus menschlichem Haar gewonnen werden, aber am häufigsten wird es aus Entenfedern hergestellt. Berichten zufolge verwendet McDonald's L-Cystein aus Entenfedern, um seine Torten und Zimtschnecken weicher zu machen. Diese Zutat ist zwar unbedenklich, aber der Gedanke, etwas zu essen, das aus Federn gewonnen wird, lässt Sie vielleicht zweimal überlegen, bevor Sie sich dem Genuss hingeben. Wenn Sie also das nächste Mal eine dieser Leckereien genießen, sollten Sie daran denken, dass die weiche Textur einen Preis haben könnte, den Sie nicht erwartet haben. Was ist wirklich in Ihrem Huhn- oder Rindfleisch? Wenn Sie das nächste Mal eine Packung Hühner- oder Rindfleisch kaufen, die als angereichert oder mit zugesetzter Salzlake gekennzeichnet ist, schauen Sie genauer hin. Das, wofür Sie zahlen, ist vielleicht nicht ganz das, was Sie denken. Viele Lebensmittelverarbeiter injizieren dem Fleisch eine Salzlösung, um es feucht und zart zu halten. Dieses Verfahren scheint zwar bequem zu sein und sorgt für saftiges und schmackhaftes Fleisch, hat aber auch seine Schattenseiten. Einige Hähnchenbrüste können bis zu 30% Salzwasserlösung enthalten, was bedeutet, dass ein großer Teil dessen, wofür Sie bezahlen, nur Wasser und kein Fleisch ist.
Was als Methode zur Feuchtigkeitsbindung begann, entwickelte sich bald zu einer Praxis, bei der die Verarbeiter weitere Zutaten hinzufügten, um den Geschmack des Wassers zu verbessern. Beispielsweise Maissirup, Zitronenkonzentrat oder Brühen. Ursprünglich wurde Natriumphosphat verwendet, um das Wasser an das Fleisch zu binden. Doch die Bedenken wegen des hohen Natriumgehalts führten zum Wechsel zu Kaliumphosphat. Leider führte diese Veränderung dazu, dass das Fleisch bitter schmeckte, sodass weitere Aromastoffe hinzugefügt wurden, um den unangenehmen Nachgeschmack zu überdecken. Auch wenn Sie glauben, dass Sie ein hochwertiges Stück Fleisch erhalten, sollten Sie bedenken, wie viel von dem, was Sie kaufen, nur Wasser und Zusatzstoffe sind. Das Parmesan-Geheimnis. Wahrscheinlich haben Sie schon einmal Parmesan auf Ihre Pasta oder Pizza gestreut, aber wussten Sie, dass dieser beliebte Käse eine versteckte Zutat hat, die nicht so appetitlich ist? Parmesan Word, wie viele andere Käsesorten auch, mit Lab hergestellt, einem Enzym, das aus der Magenschleimhaut von Kälbern gewonnen wird. Dieses Enzym spielt zwar eine Rolle bei der Entstehung des unverwechselbaren Geschmacks, den wir so lieben, aber es ist nicht der angenehmste Gedanke, den man beim Genießen einer Mahlzeit haben kann. Erschwerend kommt hinzu, dass Parmesankäse oft Holzschliff enthält, der als Trennmittel verwendet wird, damit der Käse nicht zusammenklumpt. Auch wenn es den Anschein hat, dass Parmesan der einzige Übeltäter ist, verwenden viele andere Käsesorten das gleiche Enzym für ihre Herstellung. Einige Käsesorten bieten eine Alternative in Form von mikrobiellem Lab, einer vegetarierfreundlichen Variante, die im Labor gezüchtet wird. Die Hersteller sind jedoch nicht verpflichtet, anzugeben, welches Lab verwendet wird, sodass die Verbraucher im Unklaren gelassen werden. Wenn Ihnen der Gedanke an die Verwendung von Kälbermagenenzymen nicht behagt, ist es vielleicht an der Zeit, den nächsten Pizzabelag zu überdenken. Bier, Fischblasen und Arsen. Wir alle genießen ein erfrischendes Bier. Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie es hergestellt wird? Der Prozess der Bierherstellung mag Sie überraschen. Viele Biere, vor allem traditionelle Sorten, verwenden Fischblasen oder Isinglas als Klärmittel, um das Gebräu zu filtern. Dieses tierische Nebenprodukt wird häufig verwendet, obwohl Vegetarier oder Menschen, die tierische Zutaten meiden, es nicht zu schätzen wissen. Einige Biermarken wie Guinness haben die Verwendung von Isinglas aufgrund der Nachfrage der Verbraucher eingestellt. Und im Internet finden Sie Listen mit Isinglas-freien Bieren für diejenigen, die es lieber vermeiden möchten. Aber das ist noch nicht alles. Viele Biere enthalten auch Spuren von Arsen, einem giftigen Element, das sich im Körper anreichern kann. Obwohl Arsen in Lebensmitteln wie Reis und Wasser natürlich vorkommt, kann der Verzehr von zu viel Arsen gefährlich sein. Studien zeigen, dass der Konsum von etwa 2,5 Bieren pro Tag den Arsenkonzentrationen im Körper um 30% erhöhen kann. Bier kann zwar erfrischend sein, aber der Alkohol kann die Fähigkeit des Körpers, dieses Gift zu verarbeiten und auszuscheiden, sogar verlangsamen. Wer auf seinen Arsenkonsum achtet, sollte das Extrabier sparsam genießen und vielleicht auf Rosenkohl verzichten, um die Sache auszugleichen. Die bittere Wahrheit von Schokolade und Kaffee. Viele von uns greifen zu einer Tafel Schokolade oder einer Tasse Kaffee, um sich ein wenig zu beruhigen. Aber was ist, wenn dieser Genuss mit einer bitteren Wahrheit einhergeht? Sowohl Kakao als auch Kaffeebohnen werden oft unter harten Bedingungen geerntet, wo Kinderarbeiter oder Erwachsene, die in Schuldsklaverei gefangen sind, lange Stunden unter schrecklichen Umständen arbeiten. Große Unternehmen wie Nestlé und Hershey sind für die Unterstützung dieser ausbeuterischen Arbeitspraktiken kritisiert worden. Und obwohl einige von ihnen Verbesserungen zugesagt haben, sind die Veränderungen langsam und unzureichend gewesen. Ein neuerer Akteur in der Schokoladenindustrie, Tony's Chocolonely, behauptet, 100% sklavenfreie Schokolade anzubieten. Bei den meisten anderen Marken ist es jedoch nahezu unmöglich, die genaue Herkunft ihres Kakaos oder Kaffees zu ermitteln. Selbst Produkte mit Zertifizierungen wie dem Rainforest Alliance-Siegel garantieren nicht immer faire Praktiken. Diese Zertifizierungen haben nur minimale Anforderungen. Und die Bauern haben immer noch Mühe, einen angemessenen Lohn zu verdienen. Das Ausmaß der Kinderarbeit ist erschütternd. Zwischen 2009 und 2014 hat die Kinderarbeit auf Kakaofarmen in Westafrika um 18% zugenommen. In den Kaffeeanbaugebieten Brasiliens wurde festgestellt, dass die Rate der Kinderarbeit 37% höher ist als in anderen Sektoren. Diese Fakten erinnern uns eindringlich an die versteckten Kosten,
die hinter unseren Lieblingsspeisen stecken. Obwohl das Bewusstsein für diese Probleme wächst, ist ein wirklicher Wandel in der Kakao- und Kaffeeindustrie noch weit entfernt. Squalen, die verborgene Geschichte hinter ihrer Hautpflege. Squalenöl hat sich in der Welt der Hautpflege einen Ruf als Wunderwirkstoff erworben. Seine feuchtigkeitsspendenden und heilenden Eigenschaften machen es zu einem Favoriten für alle, die mit trockener, gereizter Haut zu kämpfen haben. Hautexperten empfehlen es wegen seiner Fähigkeit, alle Hauttypen zu beruhigen und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Aber haben Sie sich jemals gefragt, wo dieses Wunderöl herkommt? Es hat sich herausgestellt, dass ein Großteil des Squalen, das in Kosmetika verwendet wird, aus Haifischleberöl gewonnen wird. Hai, insbesondere solche aus der Familie der Squalidae, enthalten große Mengen dieser Verbindung in ihren Lebern, bis zu 85%, obwohl Squalen auch beim Menschen vorkommt. Sinkt sein Gehalt mit zunehmendem Alter, insbesondere nach dem 30. Diese Entdeckung veranlasste die Wissenschaftler, nach alternativen Quellen für Squalen zu suchen. Und Haie wurden zur ersten Wahl. Diese Praxis wurde von einem japanischen Chemiker angeregt, der beobachtete, wie Einheimische das Öl nachhaltig von Haien ernteten. Mit zunehmender Besorgnis über den Tierschutz werden jedoch Alternativen auf pflanzlicher Basis immer beliebter. Wenn Sie auf der Suche nach einer nachhaltigen und ethisch vertretbaren Alternative sind, bieten diese Alternativen die gleichen Vorteile, ohne dass dafür Haie verwendet werden müssen. Red Bull, die Wahrheit hinter dem Boost. Red Bull, der berühmte Energy Drink, von dem behauptet wird, dass er Sie beflügelt. Aber haben Sie sich jemals gefragt, was wirklich hinter diesem plötzlichen Energieschub steckt? Vergessen Sie die Mythen und wilden Gerüchte im Internet. Die wahre Kraft in Red Bull kommt von einer sorgfältig zusammengestellten Mischung aus Zucker, Koffein und anderen Inhaltsstoffen, die Ihnen einen vorübergehenden Schub geben sollen. Glucose und Saccharose, 2 Arten von Zucker, sind die Hauptbrennstoffquellen, die Ihrem Körper einen schnellen Ruck geben, wenn Sie ihn am meisten brauchen. Aber wie jede zuckerhaltige Leckerei ist auch dieser Drink nur in Maßen zu genießen. Red Bull enthält auch Koffein, ein bekanntes Stimulanz, das für Wachsamkeit und Konzentration sorgt. Kombiniert mit zusätzlichen Inhaltsstoffen wie B-Vitaminen und Taurin liefert es den klassischen Energy-Drink-Effekt, auf den sich so viele Menschen verlassen. Allerdings kann ein zu hoher Konsum zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Unruhe oder einem Energieabfall im Laufe des Tages führen. In einigen Versionen werden sogar künstliche Süßstoffe verwendet, um den Zuckergehalt zu reduzieren. Obwohl die Forschung über deren langfristige Auswirkungen noch andauert, ist es immer ratsam, sich darüber zu informieren, was man seinem Körper zuführt. Kurz gesagt, Red Bull kann ein nützlicher Muntermacher sein, aber es ist wichtig zu wissen, was in der Dose steckt. Denn die wahre Energie kommt nicht von der Magie, sie kommt von der Wissenschaft. Das Buggy-Geheimnis des Strawberry Frappuccinos. Die Erdbeer-Frappuccinos von Starbucks sind mit ihrer leuchtend rosa Farbe und ihrem süßen, fruchtigen Geschmack zu einem Kultgetränk geworden. Aber haben Sie sich jemals gefragt, was dem Getränk seine charakteristische Farbe verleiht? Der leuchtend rosa Farbton mag einladend aussehen. Aber was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass er aus einer unerwarteten Quelle stammt, getrockneten Insekten. Konkret verwendet Starbucks Cochineal-Extrakt, der durch Zerkleinern der Körper bestimmter Insekten gewonnen wird. Diese kleinen Lebewesen werden zerkleinert, um den roten Farbstoff zu gewinnen, der dem Frappuccino seine auffällige Farbe verleiht. Obwohl dies zunächst etwas beunruhigend klingen mag, wird Cochineal-Extrakt schon seit Jahrhunderten als natürlicher Lebensmittelfarbstoff verwendet und ist von der FDA für die Verwendung in Lebensmitteln und Getränken zugelassen. Der Farbstoff ist zwar nicht das, was Sie sich vorgestellt haben, aber er ist harmlos. Aber wenn Sie die Wahrheit wissen, werden Sie sich das leuchtend pinke Getränk vielleicht zweimal überlegen. Ändert das Wissen, was hinter der Farbe steckt. Ihre Meinung über Ihren Lieblingsfrappuccino? Das ungewöhnliche Geheimnis von Imprivo Shampoo. Wenn es um Haarpflege geht, wollen wir alle Produkte, die Stärke, Glanz und Verwandlung versprechen. Aber ein Luxus-Shampoo aus Neuseeland erregt Aufsehen, nicht nur wegen seines Preises, sondern auch wegen der mutigen und unerwarteten Wahl der Inhaltsstoffe. Darf ich vorstellen, Imprivo, ein hochwertiges Shampoo, das dank einer proteinreichen Verbindung, die aus der Natur stammt, Wellen in der Schönheitswelt schlägt. Die Marke behauptet, dass diese einzigartige Formel dabei hilft, geschädigtes Haar zu reparieren und seine Vitalität mit leistungsstarken natürlichen Proteinen wiederherzustellen.
Dye-Spröde, chemisch behandelte Strähnen angreifen. Mit einem Preis von $43,5 pro Flasche ist es sicherlich als Premium-Produkt positioniert. Auch wenn der Hauptinhaltsstoff für Kopfschütteln sorgen mag, steht das Unternehmen zu seiner Wirksamkeit und weist darauf hin, dass es sorgfältig verarbeitet, sicher und so konzipiert ist, dass es zu Hause Ergebnisse in Salonqualität liefert. Für alle, die neugierig genug sind, die neuesten Erkenntnisse der Haarwissenschaft zu erforschen, bietet Imprivo eine gesprächsanregende Alternative zu den üblichen Formeln. Manche werden zögern, andere werden fasziniert sein. Aber eines ist sicher, das ist Haarpflege, wie Sie noch nie gesehen haben. Die Geheimnisse hinter luxuriösen Düften. Wenn es um Parfums geht, ist der Reiz oft mehr als nur der Duft. Es geht um die Geschichte dahinter. Hochwertige Düfte, die oft von Prominenten empfohlen werden, sind zu Statussymbolen geworden, die uns dazu verleiten, in luxuriösen Düften zu schwelgen. Doch hinter vielen dieser luxuriösen Parfums verbirgt sich ein schockierender Inhaltsstoff: Ambergris. Ambra ist eine seltene und umstrittene Substanz, die aus dem Verdauungssystem von Pottwalen stammt. In der Vergangenheit wurde er in der Parfümerie verwendet, weil er Düfte länger haltbar macht. Aber seine Herkunft könnte einige Parfümliebhaber zögern lassen. Obwohl Ambra früher weit verbreitet war, wird es heute nur noch sehr eingeschränkt verwendet. In einigen Ländern wie Frankreich und der Schweiz ist die Verwendung von Ambra in Parfüms noch erlaubt. Sollten Sie also jemals einen schicken Flakon eines in diesen Ländern hergestellten Parfüms erhalten, denken Sie daran, dass hinter seiner Herstellung eine überraschende Geschichte stecken könnte. Ambra hat eine reiche Geschichte in der Parfümherstellung, aber zu wissen, woher es kommt, kann die Sichtweise auf Ihr Lieblingsparfüm sicherlich verändern. Vorhaut- und Faltencreme. Luxuriöse Hautpflegeprodukte haben oft einen hohen Preis. Aber manchmal sind es die Inhaltsstoffe, die wirklich für Aufsehen sorgen. Eine Faltencreme, die im Einzelhandel stolze $150 pro Unze kostet, ist nicht nur wegen ihres Preises, sondern auch wegen ihrer hochmodernen Wissenschaft in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Das Geheimnis hinter dieser Anti-Aging-Formel ist eine Art von Zellen, die für ihre bemerkenswerten regenerativen Eigenschaften bekannt sind. Diese spezialisierten Hautzellen, die ursprünglich für medizinische Behandlungen wie die Heilung von Verbrennungen entwickelt wurden, werden nun dank ihrer Fähigkeit, Kollagen zu stimulieren und die Hautstruktur zu verbessern, in hochwertigen Kosmetika eingesetzt. Obwohl die Technologie in der medizinischen Wissenschaft verwurzelt ist, hat die Idee, solch fortschrittliche Biotechnik in der Kosmetik einzusetzen, eine intensive Diskussion ausgelöst. Einige feiern die Innovation, während andere ethische Fragen aufwerfen. Der Hersteller betont, dass das Produkt nur im Labor gezüchtete Wachstumsfaktoren enthält, kein Gewebe, sondern nur wissenschaftlich replizierte Proteine, die die Haut verjüngen sollen. Letztendlich ist es eine persönliche Entscheidung. Die Hightech-Hautpflege entwickelt sich rasant weiter. Und einige Formeln verschieben die Grenzen auf überraschende Weise. Würden Sie eine futuristische Creme ausprobieren, wenn sie jugendliche Ergebnisse verspricht? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Und vergessen Sie nicht, uns zu liken, zu abonnieren und für weitere Entdeckungen hinter den Kulissen auf dem Laufenden zu bleiben.